Kaum am Äquator. Den haben wir zumindest gerade überquert. Der erste große Meilenstein auf unserer Reise. Das ist mein bester Freund Lars. Für ihn ist es ein Abend wie jeder andere auch. Nur, dass es seit ein paar Tagen wärmer wird. Der Typ mit dem Shirt über dem Kopf bin ich, Kevin. Zusammen haben wir uns auf das größte Abenteuer unseres Lebens gemacht. Vor rund 2 Wochen haben wir unsere Sachen gepackt und sind auf ein Schiff Richtung Südamerika gestiegen. Warum wir freiwillig 5 Wochen auf einem Frachtschiff verbringen? Ganz ehrlich, weil wir einfach mal Bock auf was ganz anderes hatten. Gut möglich, dass wir nie wieder 5 Wochen komplett offline leben werden. In unserer Heimat Stuttgart haben wir unsere sicheren Jobs an den Nagel gehängt und uns schon längst von Freunden, Familie und Bekannten verabschiedet. Wann wir wieder nach Hause kommen, wissen wir noch nicht. So, ich war jetzt 12 Stunden, war ich jetzt nicht mehr am Tageslicht, länger sogar, und habe jetzt gemerkt, dass du völlig das Zeitgefühl verlierst. Also es kann draußen dunkel sein, hell sein, das ist dir eigentlich egal. Wenn du kein Tageslicht siehst, dann kannst du es auch irgendwie nicht einschätzen. Aber es ist bis jetzt, wir sind jetzt am 3. Tag erst, eigentlich ein ganz cooles Gefühl und überhaupt nicht schlimm. Nachdem wir ein paar Tage an Bord sind und Europa hinter uns lassen, kehrt so langsam der Schiffsalltag ein. Wie man sich schon vorstellen kann, sind die Tage in der Tat alle sehr ähnlich. Man muss lernen, sich zu beschäftigen, sonst wird einem schnell mal langweilig. Wir beide sind ein Duo seit der 1. Klasse. Dass wir 20 Jahre später so eine Reise antreten, hätten wir selbst nie gedacht. Aber es kommt manchmal eben der Zeitpunkt, an dem man realisiert, eine Idee klappt jetzt oder sie klappt nie. Keine Wohnung, keine Freundin, keine Kinder. Niemand, der auf uns angewiesen ist. Und arbeiten werden wir in unserem Leben noch lang genug. Im Grunde steht uns die Welt offen. Also unabhängig jetzt davon, wir hatten gestern uns gefragt, was Milanesa heißt, gell? Ja. Milanesa ist sehr dünn geschnittenes Schnitzel aus Rindfleisch, also quasi Schnitzel einfach, Milanesa Schnitzel. Pancho, Hotdog. Pancho ist entstanden aus Pan, Brot, und Chorizo, Wurst. Churrasco oder Parrilla, Halt's Maul jetzt. Fleisch von...
Durch ein paar Zwischenstopps in Brasilien hat sich die Ankunft in Uruguay nochmal verzögert. Es ist irgendwie schon etwas ganz Besonderes, einen anderen Kontinent ohne Flugzeug erreicht zu haben. Man fühlt sich sogar ein bisschen, wie als wäre man jetzt ein krasser Seefahrer. Unser erster großer Schritt ist zunächst mal geschafft. Und heute sind wir endlich am Ziel angekommen und fahren in Südamerika von Bord. Dabei haben wir unseren 124er Mercedes. Er gilt als unzerstörbarer und treuer Kilometerfresser. Und das brauchen wir auch, denn wir wollen nichts Geringeres als die Panamericana fahren. Die längste Straße der Welt führt von der Südspitze Südamerikas bis in den Norden Alaskas. Leute, die ein bisschen Ahnung von Autos haben, sagen sogar, der Wagen sei der letzte echte Benz, bei dem noch die Ingenieure das Sagen hatten. Viel Bodenfreiheit hat er nicht, aber dafür ist er bequem und leicht zu reparieren. Außerdem war er für uns viel günstiger als ein Van oder irgendein Geländewagen. Jeden Tag woanders aufwachen, das ist ab jetzt unser Alltag. Neu ist auch, dass wir uns ab heute ein gemeinsames Bett teilen müssen und somit noch enger zusammenrücken. Aber so ein Dachzelt hat eben auch große Vorteile, denn die erhöhte Schlafposition gibt uns ein wenig Sicherheit. Zumindest psychologisch. In unserem Auto selbst hätten wir keinen Platz mehr gehabt. Unsere Klamotten, die provisorische Küche, Werkzeug und vieles andere nehmen quasi den gesamten Innenraum ein. Und so spielt sich unser Leben entlang der Straße größtenteils um das Auto herum ab. Aufwachen, kochen, essen. Mit der Routine des Reisens können wir uns ganz gut anfreunden. Die nächsten Tage fahren wir immer weiter entlang der Atlantikküste Richtung Süden, durch das dünn besiedelte Argentinien. Der äußerste Zipfel Südamerikas ist jetzt unser Ziel. Und dort beginnt eigentlich auch erst die Panamericana. Hunderte Kilometer, überhaupt gar nichts. Patagonien ist in großen Teilen absolut menschenleer. Manchmal sind die Strecken zwischen den Städten so lang, dass uns auch mal mitten im Nirgendwo der Tank leer geht. Can you take me a video? Yeah, we go the same way. Okay, thanks. Perfect. Thanks a lot, guys. Um ab und an Leute wie Tim hier mitnehmen zu können, haben wir beim Umbau extra einen Sitz drin gelassen. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado. El tren lo arranqué.
Oh, da ist Pan de Indios. Und scheinbar kann man die essen. Fin del Mundo, auf Deutsch das Ende der Welt. Wir sind so weit im Süden, dass uns nur noch 1000 Kilometer von der Antarktis trennen. In Ushuaia besteht für uns eine interessante Connection. Lars, seine große Schwester, verbrachte hier während eines Schüleraustauschs ein ganzes Jahr. Obwohl das schon Jahre zurückliegt, empfängt man uns, als wären wir Teil der Familie. Abrí el... Volvió Cristina. Hola, Cris. Compartí, Lars. Wow. Decirle, Lars, ponete. Usa condón, Lars. ¿Qué estás comiendo? Protege Empanada. la flauta con Mirá, mirá a tu amigo, mirá a Kevin. So nah an der Antarktis ist das Wetter hier oft unberechenbar windig und kalt. Dafür sind die Menschen umso wärmer und herzlicher. So ein Video. Auch auf Reisen geht man Haare schneiden. Lars zumindest. Ushuaias Starfriseur Alberto findet uns offenbar sympathisch und lädt uns einen Tag vor unserer Abreise zu sich nach Hause ein. Bei ihm angekommen zeigt er uns stolz sein Selbstporträt. Me gusta hombres normales como son ustedes. La figura masculina me fascina, pero no así tan grosso, no. Pero normal, un tipo normal. ¿Conoces Tinder? ¿Cómo? Tinder, una app. El app. El app. Ah, la aplicación. Sí, aplicación. Sí, pero no me meto. Sí, Tinder. sí, pero no. No usas. No usas Tinder. No. ¿Y Grindr? No, tampoco. Tengo mucho miedo a las enfermedades. Am nächsten Morgen verlassen wir Ushuaia bei strahlendem Sonnenschein und fahren Richtung Norden. Nur noch 35.000 Kilometer bis Alaska. Auf mehrtägigen Regen ist unser Setup einfach nicht ausgerichtet. Und weil unser Dachzelt nur sehr langsam trocknet, schlafen wir bei Regen lieber im Zelt. Wir hatten uns das eigentlich anders vorgestellt. Chiles grüner Süden begrüßt einen mit über 300 Regentagen im Jahr. So abgelegen, menschenleer und wunderschön die Straßen hier sind. Für unser Auto ist es eine einzige Tortur. Oft gleichen die Straßen eher Offroad-Pisten. Und zu allem Überfluss sieht es so aus, als würden wir ernsthafte Probleme mit unserem Auto bekommen. Obwohl unsere Reise auf der längsten Straße der Welt gerade erst beginnt, fühlt sich die ganze Situation irgendwie uncool an. Wir haben die letzten 4 oder 5 Tage damit verbracht, unser Lenkgetriebe zu reparieren. Wir haben ein massives Lenkradspiel, sind in den Norden gefahren. Dort konnte uns in 3 Werkstätten nicht geholfen werden. Claro, ese le falta regulación acá a la caja.
mussten dafür dann tatsächlich wieder 300 Kilometer wieder zurück in den Süden fahren, weil dort der einzige Mercedes-Benz-Partner sitzt, der uns helfen kann. Letzten Endes war es so, dass auch der am Lenkradgetriebe nichts machen darf. Dafür müssen wir jetzt 4000 Kilometer weit in den Norden fahren, nach Santiago in die Hauptstadt. Dort kann man uns helfen. Wir wissen aber nicht, ob es das Getriebe so lang packt. Da haben wir aber auch gar keine andere Wahl. Zum Glück hat diese Wald- und Wiesenwerkstatt vor ein paar Tagen am Lenkradgetriebe rumgepusht. Also es ist alles nur noch viel schlimmer geworden. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir vorankommen. Die akute Gefahr, dass unsere Lenkung beim Fahren plötzlich blockiert und wir, sterben, blenden wir einfach aus. Zugegeben, etwas naiv. Aber hier unten hätten wir lange auf ein Wunder warten können. Tage später treffen wir in einem kleinen Dorf auf unseren wortwörtlich ältesten Kumpel. Den bärtigen Dortmunder Elmar haben wir zufällig auf unserer Überfahrt nach Südamerika kennengelernt. Diesmal brauchen wir keinen neuen Haarschnitt, aber dafür lädt er uns auf seine Hütte ein. Nach wochenlangem Regen sagen wir natürlich nicht nein. Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass Lehrer nichts tun. Unser Berufsrisiko ist ja, verrückt zu werden. Aber es hat gar keinen Zweck, wenn die Öffentlichkeit sagt, das sind faule Leute, die vormittags recht und nachmittags frei haben. Mögen sie das sagen. Ich sage dann immer, selber schuld, jetzt ja auch Lehrer werden können. Wenn das dein Ziel ist, mach es. Ich fahre seit meinem 18. Lebensjahr Motorrad. Am Anfang, weil es ein billiges Fortbewegungsmittel war, in der guten alten Zeit, im letzten Jahrtausend, und dann, weil es Spaß gemacht hat. Und wie viele Sachen ist das Motorrad ein Mittel der Selbstzerstörung auch, muss man ganz klar sagen. Es ist cool, mit dem Motorrad rumzufahren, und wie viele Sachen betreibe ich diese Sache enthusiastisch, aber völlig talentfrei. Das heißt, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die richtig gut Motorrad fahren können. Ich gehöre da nicht zu. Auf den Schotterpisten habe ich jede Menge Schiss. Wenn der Seitenwind mich umpustet, denke ich immer, das war's jetzt. Oder sowas. Aber trotzdem, es ist diese Herausforderung und das Glücksgefühl, über so eine Straße zu brummen, und die Sonne scheint und die Landschaft ist großartig. Seit ich mein erstes Motorrad hatte, war eine große Reise mein Traum. Und ich wollte unbedingt bis quer durch Afrika bis Kapstadt damit fahren. Und das hat natürlich großen Wirbel ausgelöst in der Familie. Wir sind konservativ und es hieß, lern erstmal was Ordentliches. Ne? Mach ein Studium, beende das, danach ist Zeit. So, und das ist nicht so. Danach ist nie Zeit. Eigentlich ist nie Zeit. Die Zeit, was zu machen, ist immer genau an dem Tag, wo du diesen Entschluss fasst. Also als ich das Sabbatjahr eingereicht hatte, fingen mehrere Sachen gleichzeitig an, schräg zu laufen. Ich hatte sehr, sehr viel Arbeit als Dozentenkurse. Gleichzeitig wurde meine Mutter sehr krank und pflegebedürftig und verstarb dann nach 1,5 Jahren. Dann kriegte mein Bruder Krebs, dann kriegte meine Schwester Krebs. Und ich glaube, durch diese ganze Kulmination, diese ganze Anhäufung von Schwierigkeiten, die da waren, privat hatte, sowas, das hat mich so mitgenommen, dass ich kurz vor der Reise letztendlich, also ein halbes Jahr vor dem Reiseantritt, einen Herzinfarkt gekriegt habe. Und erstmal flach lag. Und wie das so ist bei Herzinfarkt, man kriegt seine Operation, man kriegt einen Stent gesetzt und muss ein Jahr lang Unmengen von Medikamenten fressen. Das heißt, die Hälfte meines Gepäcks besteht aus Medikamenten. Und dann macht man sich schon Gedanken über die Endlichkeit des Seins. Aber noch viel schlimmer wäre gewesen, zu Hause zu bleiben, das nicht zu machen.
weil alle Pläne, die ich gemacht habe, sind letztendlich irgendwie anders, aber besser gelaufen. Den Bart wachsen zu lassen war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, es muss sich was ändern. Und witzigerweise kommt irgendwann mal der Punkt, denke ich mal, wo man sagt, es muss sich wieder ändern, lass den Bart mal weg. Also die ganze Reise war auf Transformation angelegt. Und wenn ich zurückkomme, was wird sich ändern? Wenn ich jetzt dran denke, ich möchte viel von dieser Herzlichkeit und Gastfreundschaft mit nach Deutschland zurücknehmen. Den Bart habe ich mir wachsen lassen in einer Zeit, wo ich anfing, mich alt zu fühlen. Und jetzt auf dieser Reise war irgendwann der Punkt, aus praktischen Erwägungen, wenn der Bart mal wieder im Klapphelm, im Scharnier hing und gerupft wurde oder wenn das Essen im Bart hing oder sowas. Und wie fühlt sich's an? Also ich komme jetzt nicht raus, aber ich kann mal gucken, wie viel Oh Scheiße, ich sehe es schon. Scheiße. Das ist voll unfassbar. Ich muss das nur... Ob uns die Reise nur den Bart kostet oder uns wirklich persönlich verändern wird, wissen wir noch nicht. Elmar gibt uns jedenfalls das gute Gefühl, eines Tages sagen zu können, unsere jungen Jahre sinnvoll genutzt zu haben. Nichts an, was die nächsten Wochen bringen werden, ziehen wir weiter. Die Landschaft wird trockener, das Klima heißer und unsere Hoffnung, endlich eine Werkstatt zu finden, die unser Auto reparieren kann, schwindet mit jedem Kilometer, den wir zurücklegen. Also wir sind jetzt auf dem Weg nach Chile. Wir wollten eigentlich erstmal gar nicht herkommen, wegen den Protesten und so, was man uns so gesagt hat, war halt nicht so geil. Aber wir haben Probleme mit dem Lenkgetriebe und müssen es in Chile, in der Hauptstadt, richten. Und es geht nur dort. Und deswegen fahren wir da jetzt eben doch hin und sind gerade auf diesem Pass mit den 100 Serpentinen und hoffen, dass das Auto soweit noch mitmacht. Okay, das könnten jetzt echt zu viele Kurven sein. Wir hoffen einfach, dass wir sicher ankommen und uns für heute einfach ins Bett legen können. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Denn absurderweise sind wir über Couchsurfing gerade in einen Club eingezogen. Also wir sind jetzt in Santiago de Chile untergekommen, in dem ekligsten Loch, in dem ich je war eigentlich. Hier finden auch am Wochenende irgendwelche illegalen Underground-Partys statt, Techno-Partys. Was eigentlich ganz lustig ist. Das Problem ist nur, wir kommen hier nicht weg. Wir waren schon bei Mercedes, eigentlich bei dem größten Mercedes-Händler in Südamerika, und die meinten, dass das Teil, was wir brauchen, einfach 3.000 Euro kostet. Das ist mehr als unser Auto wert ist. Letztendlich, und das ist total lächerlich. Jetzt wissen wir wirklich nicht, was wir tun sollen. Vielleicht kriegen wir Hilfe aus Deutschland, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sitzen wir erstmal hier in Santiago fest, inmitten der Proteste, in diesem runtergekommenen Loch, und
Schauen wir mal, wie wir uns arrangieren können. Was die Proteste in Chile angeht, haben wir zwei Probleme. Erstens gibt es neben Santiago, dem Epizentrum, keinen alternativen Ort, an dem wir unser Auto reparieren können. Und zweitens ist der Ausgang der Protestwelle absolut ungewiss. Wenn wir den Wagen nicht gerichtet bekommen und die Proteste noch heftiger werden, müssen wir unsere Reise komplett umplanen. Wir haben wirklich lang versucht abzuwägen, wie sinnvoll es ist, sich die Demonstration aus nächster Nähe anzuschauen, weil es ja nicht ganz ungefährlich ist. Wir waren leider viel zu neugierig, um es nicht zu machen. Eine Preiserhöhung der Metro-Tickets hier in Santiago um umgerechnet 3 Cent hat dazu geführt, dass sich Proteste wie ein Lauffeuer über das komplette Land verbreiten. Mittlerweile gehen in Chile Millionen Menschen gleichzeitig für Sozialreformen auf die Straße. Vor Ort erfahren wir, dass die Verfassung Chiles noch aus Zeiten der Pinochet-Diktatur stammt und der Bevölkerung soziale und fundamentale Rechte faktisch vorenthält. Das Durchschnittseinkommen liegt hier bei nur $500 und das bei Preisen wie in Deutschland. Dazu kommt eines der teuersten, aber dafür schlechtesten Bildungssysteme der Welt. Chile ist zudem das einzige Land auf der Erde, in dem nach Verfassung sogar das Trinkwasser privatisiert wurde. Obwohl wir versuchen, das Geschehen aus einer vermeintlich sicheren Distanz zu beobachten, um auch etwas mit den Leuten zu sprechen, die nicht gerade mit Steinewerfen beschäftigt sind, stellen wir schon bald am eigenen Leib fest, wie es die chilenische Polizei so pflegt, auf Proteste zu antworten. Denn Gasgranaten fliegen um einiges weiter, als wir dachten. Alter, ich hab grad Ringa mitten in die Fresse bekommen. Boah. Fuck. Der Fakt, dass sich tausende Menschen jeden Tag freiwillig in diese Gefahr begeben, erstaunt uns und zeigt, dass die Chilenen so richtig angepisst sind. Da ist Tränengas. Jetzt gehen wir uns ein bisschen. Du kriegst schon. Armer nachholen. Tja! Wir haben das Gefühl, dass die Fronten so verhärtet sind, dass keine der beiden Seiten mehr miteinander sprechen will. Froh, dass uns nichts weiter Tragisches passiert ist und bevor die Lage noch weiter eskaliert, entscheiden wir uns langsam, einen Abgang zu machen. So, also unsere einzige Rettung ist, dass mein Bruder nächste Woche nach Santiago fliegt mit einem neuen Lenkgetriebe im Koffer.
Ansonsten hätten wir die Reise hier abbrechen können. Es hilft alles nichts, man kann uns hier nicht weiterhelfen. Wir können Unsummen ausgeben, nur damit wir hier ein neues Lenkgetriebe bekommen. Oder wir lassen meinen Bruder runterfliegen und das ist um einiges günstiger. Ist immer noch scheiß teuer, aber es ist immer noch günstiger, als es hier zu importieren. Also dafür ist das Auto vielleicht dann doch nicht so ideal gewesen, weil du hier einfach ganz schwierig an Ersatzteile kommst. War vielleicht ein bisschen naiv, aber jetzt können wir es nicht ändern. Und jetzt schauen wir weiter. Wir hocken hier jetzt nochmal 2 Wochen fest, sind über Weihnachten dann hier und erst dann können wir weiterfahren. Hi. Wow. Ist es hier drin? Ja, ich bin gerade nochmal rausgezogen. Echt jetzt? Ja. Haben die es aufgemacht? Ja. Hab den eine Faust gegeben, hat's dann geregelt. Geil. Ja, das kommt richtig krass jetzt. Und wie es der Zufall so will, habe ich hier einen schönen Kaffee. Mashallah. Den krieg ich von Omi. Von meiner Mama. Einbauen weiter. Ich weiß nicht, was die für einen Preis nehmen. Ich schätze höher als das, was der Francisco gesagt hat. 500.000 Euro. 500.000 Euro. Ja. Wir sind jetzt gerade bei Mercedes. Auto müssen wir stehen lassen. Vermutlich brauchen die für alle Reparaturen bis zu 4 Tagen. Das heißt, bei uns geht's mit Rucksackweise, weil wir ja mobil bleiben wollen. Unser Wagen wird jetzt endlich repariert. Ganz glauben können wir es aber noch nicht. Dass wir es bis hierher überhaupt geschafft haben, verdanken wir wohl unserem ganz persönlichen Weihnachtswunder. Bruno. Bringt nichts in der Hand. Ciao, Mann. Ciao, Lars. Ciao, mach's gut. Tschüss, Bruno. So schnell mein Bruder hier war, so schnell ist er auch schon wieder weg. Und wir wieder zu zweit unterwegs. Auf einmal herrscht gefühlt wieder Ruhe. Den ganzen Stress der letzten Wochen haben wir jetzt hinter uns gelassen. Also, Reise geht weiter. Wir haben unser Auto repariert bekommen. Nachdem wir jetzt viel zu lange in Santiago waren, haben wir endlich wieder Bock, auch ein bisschen auf der Straße zu leben und richtig den Roadtrip fortzusetzen. Aus dem Nichts reißt ein Tag später unser Auspuff ab. Ist zwar nervig, aber lösbar. Okay, komm, weiter. Ja. Da ist so ein Draht. Nee, gerade, du bist gerade. Nee, so ein Draht ist da, aber Das ist egal. Okay, stopp. hatten wir nicht noch längere, dass die Kabel, wir haben noch mehr Kabel. Doch, aber wir haben von den ganz großen nicht so viele. Ja, aber wenn man den braucht, dann jetzt, dann kaufen wir die nach. Alter, was willst du denn sonst mit dem machen? Okay, dann drück mal.
Unsere Pechsträhne ist endlich vorbei. Wir sollten nie vergessen, dass wir auf unserer Reise das große Privileg genießen, tun und lassen zu können, was immer wir wollen. Doch auch das hat seinen Preis. Es muss schon wirklich alles passen, dass man sich überhaupt auf so ein Abenteuer einlassen kann. Die wenigsten Menschen können bei sich zu Hause alles stehen und liegen lassen und einfach abhauen. Wir konnten das auch nicht. Deshalb haben wir unsere Reise lange im Voraus erarbeiten müssen. Gelohnt hat es sich bisher auf alle Fälle. Zumindest einmal im Leben können wir völlig frei nach Bauchgefühl entscheiden, wohin wir als nächstes gehen wollen. Diese riesige Salzpfanne hier im Südwesten Boliviens ist nicht nur der surrealste Ort, den wir je besucht haben, er birgt auch die größten Lithiumvorkommen der Welt. Das ist der Rohstoff, der die Batterien der digitalen Welt antreiben soll. Der Preis dafür hat sich seit dem Beginn des Jahrtausends mehr als verdreißigfacht. Für Bolivien steht viel auf dem Spiel, denn das Land möchte sich nicht weiter ausbeuten lassen und endlich selbst vom Abbau und der Verarbeitung seltener Rohstoffe profitieren. Eine Großstadt auf Höhe des Matterhorns. Die Menschen in Potosí sind hier nicht nur den Dauerstau in den engen Straßen gewöhnt, auch die dünne Luft auf über 4000 Metern macht ihnen weitaus weniger Probleme als uns. Hier oben fühlen wir uns das erste Mal irgendwie fremd. Es mag sein, dass auch hier jeder ein Smartphone hat, aber dennoch fühlen wir uns einfach wie noch nie zuvor in eine andere Welt katapultiert. Der Ort erscheint uns schon echt skurril, aber auch hier begegnen uns die Menschen mit südamerikanischer Offenheit. Der hoch über der Stadt thronende Cerro Rico, auch bekannt als Menschenfresser, ist noch heute traurigerweise Arbeitgeber für viele Bolivianer in Potosí. Über 8 Millionen Ureinwohner mussten sich hier über die Jahrhunderte hinweg für die spanischen Kolonialherrscher und ihrer Gier nach Silber zu Tode arbeiten. Leider sind auch noch heute viele, vor allem junge Männer und ihre Familien, abhängig von der unbarmherzigen Arbeit in den Stollen. In dem Labyrinth aus Tunneln, viele davon nicht mal legal, kommt es jeden Tag zu Unfällen. Gerüchten zufolge könnte der Berg sogar bald komplett in sich zusammenbrechen. Dass wir hier überhaupt rein dürfen, schockt uns. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir es das erste Mal auf der Reise mit echter Angst zu tun. Hier ist auch so kein Tier. Hier gibt es keine Tiere, hier ist alles tot. Schmutz, Säure, gefährliche Elektroleitungen. Man soll es so nicht anfassen, hat er gesagt. Ja. La reja, eso
Para que no se tenga que estar saliendo hasta afuera y de aquí directamente ya se pueda utilizar a mayor profundidad, ¿verdad? TNT. Complejo, cuidado. Complejo, cuidado. Alemania. Sí. Ya no hay. No, en Alemania no, pero en Alemania eso es prohibido. Es un crimen. También prisión. ¿Sí? Sí, en serio. Antes no. Los 70 años atrás no. Ahora sí. Ob die kurze Geschichtsstunde bei Miguel tatsächlich ankam, bezweifeln wir. Pero es dinamita preparada. Ya está preparado. Ya está preparado. Ok. Entonces lo que les he mostrado allá era más grande. Este es más pequeño. Más chiquito. Van a mezclar con ánfora. Esto van a hemos escuchado. ¿Qué tiempo tarda en correr esta guía? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos para correr. Sí. ¿Te disparado? Pero en este estadio es peligroso. ¿Dónde? ¿Ya no eres Führer? ¿Cómo? No es tan fuerte. No, más. Es que esto está con agua. Eso es fuerte. Abajo, pues. Así purito. Sí, están bien. Están controlados. No, espera tú. Si veo en el Facebook, te voy a denunciar las Eso es algo. Es fuerte. ¿Agua? ¿Tienen agua? Gracias. Y se da así. Ujñawis, un ojo en quechua. Ujñawis, iscañawis. Ok. Y tú recibes. Gracias, despachos. Gracias. Ohne sich mit Coca-Blättern und Spiritus wegzuballern, scheint die Arbeit nicht erträglich zu sein. Schutz vor Tod und Verletzung bietet ihr aber nur der Teufel höchstpersönlich, erklärt man uns. Miguel dankt ihm, dass er auch heute verschont bleibt. ¿De dónde ha sacado el metal precioso? Dice. Había sido de... Había subido gente, habían subido. Personal había subido. Venga. No, pues, él solo estaba chasqueando. Gracias a Dios que no es fanático del Cristiano Ronaldo. Miguel ist inzwischen so besoffen, dass wir nicht mehr wirklich verstehen, was er uns eigentlich mitteilen will. Am Ende möchte er uns auf Facebook adden. Auf seine Freundschaftsanfrage warten wir bis heute. Estilógrafo, bolígrafo. Bolígrafo, sí. ¿Cómo te llamas? Yo soy Lars. Lars. Ein Licht am Ende des Tunnels scheint es für Miguel und seine Kollegen nicht zu geben. Ohne bessere Jobperspektiven in Potosí bleibt viel nur die gefährliche Arbeit in der Mine. Froh hier raus zu sein, aber auch demütig, verlassen wir diesen trostlosen Ort und machen uns weiter auf die Reise. Und? Die rollt nur, gell? Scheiße. Ich hasse es. Bist du schon mal stehen geblieben? Jupp. Wann? In den Serpentinen war auch mega geil. In der Kurve. Dann habe ich aber 15 Meter statt 2 angeschoben. Ging es dann? Dann hat es geklappt. Wäre geil, wenn es heute auch klappt.
Oh, ich muss dringend zum Mechaniker. Aber wir sind heute höher, gell? Das weißt du. Ja, deshalb, das ist halt echt scheiße. Egal, vielleicht klappt es mit Schwung. Kommst du ran? Ich würde rankommen, ja? Ja, geh mal ran. Also Nee, jetzt erst ist bei alles mir. aus, gell? Deine Zündung ist aus. Alles, Ja. ne? Ja, du musst aber erst das anklemmen, bevor Lars anklemmt. Dieses scheiß Gummi da. Weil guck mal, hier steht auch Minus, also erst bei mir das Plus, dann bei euch das Plus, dann bei euch das Minus und bei mir das Minus. Aber das ist ja nicht von irgendwas. VW, oder? Das ist ja irgendein Ja, universelles. aber ich schwöre, das ist wirklich so. Aber ich weiß nicht, wo das hin soll. Und hier steht ganz klar Plus, Plus und Minus, Minus. Ich meine, dass er es irgendwo hier hingeklemmt hat. Lars, für was bist du? Ich will es hier dran klemmen. Ein Kabel an beide Batterie-Pluspole anklemmen. Zum Starten und auf mittlere Drehzahl. Sie ist jetzt doch weggekommen, fährt jetzt vorne raus, wir haben das Warndreieck eingepackt und jetzt hoffen wir, dass wir bis zur nächsten Werkstatt, dass es bis dahin schafft. Funktioniert hat's mit Anschieben. Haben wir erst falsch gemacht, weil sie keinen Gang eingelegt hatte. Hat's geklappt jetzt? Okay, bleib auf jeden Fall nicht stehen, fahr einfach. Hier fährt. Für Jenny und ihren Hund Pablo kam unsere Hilfe gerade richtig. Die zwei sind auf dem Weg nach Kolumbien und bleiben hier oben in den argentinischen Anden immer wieder stehen. Wir vier merken schnell, dass die Chemie zwischen uns stimmt und weil wir sowieso die gleiche Route haben, fahren wir die nächsten Wochen einfach gemeinsam weiter. Also der Motor geht wie jeden Morgen nicht an, deswegen müssen wir wieder schieben. Die extreme Höhe hier in den Anden sorgt dafür, dass ihr eigentlich robuster Diesel durch den geringen Sauerstoffgehalt nicht mehr anspringen will. Dass Reisende hier mit ihrem Auto stehen bleiben, kommt wohl öfter vor. Mit ausgebautem Luftfilter und ordentlich Zugkraft springt der 30 Jahre alte Bus letztendlich doch wieder an. Weiter geht's. Lars? Ja? Willst du dich an unserer Diskussion beteiligen? Ja, hau raus. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Höhe, wo wir gerade sind, auf meine Blase drückt und ich deshalb die ganze Zeit pinkeln muss? Was ist deine Einschätzung? Nee, das glaub nicht. Also wenn da irgendwas wäre, dann nicht so spürbar, schätze ich. Okay, danke für deine Meinung. Immer wieder gerne. Ich habe eine andere. Nicht nur, dass wir uns auf der Reise zum ersten Mal beim Fahren fotografieren können, auch ans Reisen im Konvoi können wir uns schnell gewöhnen. Wir werden immerhin von Jennys haarigen Beschützer schnell akzeptiert und sind nun sowas wie ein Rudel. Auch wenn Pablo auf den ersten Blick wie ein freundlicher Mix aus Fledermaus und Dobby wirkt, sollte man ihn echt nicht unterschätzen. Er lässt nicht jeden einfach so an Jenny ran. Die alltäglichen Herausforderungen muss Jenny jedes Mal aufs Neue allein meistern. Wo schlafe ich heute? Wo bekomme ich im Notfall Hilfe für mich oder meinen Hund? Was mache ich, wenn ich einen Platten habe? Ich frage mich echt oft, ob ich die Eier hätte, als junge Frau alleine einen Kontinent zu durchqueren. Vermutlich hätte ich sie nicht. Die größte Herausforderung mit dem Hund zu reisen ist halt A, immer so ein bisschen der Grenzübergang, weil schon relativ viele Papiere nötig sind. Aber B, auch das Thema, wo bleibt der Hund? Also man kann halt nicht mal eben spontan irgendwelche Ausflüge machen, man kann nicht einen 2-Tages-Trip unternehmen.
Ich muss halt immer gucken, dass der Pablo irgendwo bleibt, dass der auch mal seine Ruhe hat, dass er auch mal irgendwie schlafen kann. Kann halt auch nicht die ganze Zeit bespaßt werden. Und ich glaube, so ein bisschen eine genauere Tagesplanung habe ich mit dem Hund, als ich früher so mit Rucksack und Hostelreisende hatte. Und zusätzlich habe ich halt auch nicht den leichtesten Hund, so wie ihr auch schon gemerkt habt. Ist jetzt nicht so der liebste Hund mit fremden Menschen, sondern er braucht halt so seine Zeit, um warm zu werden. Und deshalb kann ich jetzt nicht irgendwie den überall einfach mit hinnehmen, sondern muss halt immer ein bisschen vorsichtig sein, so mit fremden Menschen. Ich dachte, es wird viel schlimmer mit Straßenhunden, weil ich gehört habe, dass wenn du halt mit Hund unterwegs bist, dass du halt ganz oft Probleme mit Straßenhunden bekommst. Aber bisher ist es tatsächlich relativ gut und ich muss dazu sagen, Pablo ist der schnellste von allen. So, ich mache mir relativ wenig Sorgen, dass er vor denen abhaut. Aber so ein paar Mal gejagt wurden wir schon. Ich wüsste nicht, ob ich, glaube ich, im Auto mit Dachzelt reisen könnte. So, dann bist du halt wirklich darauf angewiesen, bei Wind und Wetter draußen zu sein. So behind the scenes beim Vanlife. So, was die romantischen Fotos auf Facebook und auf Instagram nicht verraten. Diese Scheiße. So, ich habe halt immer wie so eine kleine Wohnung bei mir drin. Und wenn es halt schüttet oder richtig kalt ist, dann kann ich halt immer noch den Tag halt im Auto verbringen und habe halt irgendwie alles, was ich brauche und kann hier drin kochen. Und so langsam naht der Abschied. Jenny wird noch einige Zeit an der chilenischen Küste bleiben. Uns hingegen zieht es schon bald weiter Richtung Norden. Mit euch zu reisen ist eigentlich ziemlich witzig. So, ihr seid ein bisschen hinterher. Ich hasse es mit euch. Wo kommt der dritte Schatten her? Ach, halt die Schnauze. Ricardo steht so nackt auf der Bühne. Oh nein! Und dreht so sein. Aber es macht eigentlich voll Spaß mit euch. Beim Reisen steht am Ende jeder Begegnung leider immer auch ein Abschied. So ist es auch jetzt mit Jenny. Daran werden wir uns wohl leider gewöhnen müssen. Pablo werden wir auch vermissen. Hoffentlich passt er weiterhin gut auf unsere neue Freundin auf. Wir fahren weiter. Im drittgrößten Land Südamerikas sind Tag und Nacht durch die Nähe zum Äquator ab jetzt genau 12 Stunden lang. An den neuen Rhythmus müssen wir uns erstmal gewöhnen. Warum wir Bilder von seinen Tieren machen, versteht Valerio nicht. Aber es interessiert ihn auch nicht weiter. Vielmehr interessiert ihn unser Auto, denn er braucht eine Mitfahrgelegenheit. Und in einem Mercedes saß er noch nie. Con un peruano, primera vez me he encontrado, dices. ¿Sí? Gracias, papitas. No problema. ¿Tienes espacio? Sí, papá, no te preocupes. A comprar víveres estoy yendo. ¿Entiendes algo? Nada, porque está escrito en alemán, ¿no? ¿Y este quién es? ¿El presidente? ¿Diputado? Eso es Frank-Walter Steinmeier, sí. Nuestro presidente. Presidente de Alemania. Sí. Merkel, Angela Merkel. Sí. ¿Conoces a Angela Merkel? Sí, escuché en esto. Es una presidenta de una república, ¿no? ¿De cuál república? Angela Merkel. Alemania. Sí. Igualmente es la madre de Europa. Es scheint so, als seien die Menschen hier unglaublich herzlich. Und ohne wirklichen Plan fahren wir einfach kreuz und quer durch die peruanische Provinz.
Gedanklich weit weg von allen Verpflichtungen in unserem alten Leben verpeilen wir, dass in Südamerika gerade Karnevalsaison ist. Weiterfahren wird lustigerweise den ganzen Tag nicht mehr möglich sein. Macht aber nichts. Wir haben ja eh nichts zu scheißen. Als wir doch noch wegkommen, versucht Lars mit Worten gegen die Straßensperre anzukommen. Als Antwort gibt's aber nur eine Packung Mehl ins Gesicht. War eine sehr gute Idee. Was ist das? Mehl? Ich glaube, ja. Oft sind es die spontanen Begegnungen mit Menschen, die uns am besten in Erinnerung bleiben. So großartig wie die Landschaft und Natur auch ist, erst durch die Menschen in ihr kann man sich so wirklich ein Bild über ein unbekanntes Land machen. Desde mis padres, desde mis abuelos. ¿Sí? ¿Ese pueblo cuántos años existe? Este está existiendo desde 1816. Pues hay que pensar, hermano, tenemos que llegar. Bei Julio zu Hause hauen wir noch mal richtig rein. Am nächsten Morgen brechen wir sehr früh auf, so entkommen wir beim Laufen der Mittagshitze. Scheiße, ich sehe nichts. Das ist eine wilde Insel. Ach so, das ist direkt hinter dir. Mich verarschen. Wie viel kommt denn da? Ja. Für uns ist die tagelange Wanderung eine willkommene Abwechslung zum ständigen Autofahren. Lars und ich treffen weit und breit keine Menschen, denn der Ort ist so ab vom Schuss, dass sich hier kaum Touristen herverirren. Irgendwann könnte sich das ändern und die geheimnisvolle Ruine durch Seilbahn erschlossen werden. Ob es der Bevölkerung im Umland durch den Tourismusboom dann besser geht oder die Erschließung der Inka-Ruine schadet, wir wollen uns da kein Urteil bilden und genießen lieber die Stille, solange es noch still ist. Die Luftfeuchtigkeit wird immer höher.
und die Landschaft immer grüner. Relativ unbekümmert ziehen unsere Tage so dahin. Dass wir irgendwann mal in den Dschungel fahren, war eigentlich nie geplant, auch weil wir unser Auto nicht schrotten möchten. Ein halbes Jahr sind wir jetzt schon auf Achse. Ein guter Zeitpunkt, den Wagen vielleicht doch mal stehen zu lassen und sich ein paar Wochen in den Regenwald zu verabschieden. Dachten wir zumindest, denn unsere spontane Entscheidung wird uns noch sehr lange begleiten. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt nur noch nicht. Für die nächsten 6 Tage geht's für uns auf diesem alten Amazonasdampfer immer tiefer ins Herz Südamerikas. Straßen gibt's hier keine mehr. Der Fluss ist der einzige Transportweg für die Menschen hier im Regenwald. Mit rund 200 Menschen an Bord bleibt auf diesem schwimmenden Schlaflager nicht unbedingt viel Platz für Privatsphäre. Immerhin haben wir eine Hängematte, ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen, wobei letzteres schon bald mein Magen zum Verhängnis wird. Das ist ganz typisch hier, jede Nacht das Gleiche. Wir fahren irgendwo auf und dann fährt man hier in den Busch rein und dann kommen die Stechmücken und du kannst nicht pennen und das ist jede Nacht das Gleiche. Nach ein paar Tagen wird es irgendwie ruhig zwischen uns beiden. Lars hat noch immer schwer mit seinem Darmtrakt zu kämpfen. Wir hatten uns die Fahrt in den Amazonas einfacher vorgestellt. Das immer gleiche Essen, die unbequemen Hängematten, der dauerhafte Lärm von 200 Menschen. Die ganze Situation macht uns fertig. Wir sind jetzt schon ein paar Tage hier auf dem Boot und wir dachten, wir fahren in den Dschungel, um ein bisschen von der Fahrerei wegzukommen. Und es klappt auch ganz gut. Die Sache ist aber nur die, so eine Bootsfahrt, das kennen wir ja schon, ist irgendwann ein bisschen langweilig. Und hier ist es ein bisschen heftiger als auf dem Atlantik. Grundsätzlich, wir sind jetzt ein halbes Jahr unterwegs und wir haben schon noch Bock, aber das ist ein bisschen, vielleicht ist das hier gerade ein bisschen ein Durchhänger, ich weiß es nicht. Also wir gehen jetzt auf
Seit Beginn der Fahrt schläft neben uns dieser eigenartige Mann mit offener Hose. Juan erzählt uns, dass er Leute kennt, die uns eine Weile in einem abgelegenen Camp mitten im Dschungel aufnehmen würden. Und spontane Ideen sind bekanntlich ja die besten Abenteuer. Jedoch wollen wir ihm nicht direkt vertrauen, auch weil Juan unglaublich viel wirres Zeug von sich gibt. Echt? She's 26. She's very beautiful. Very nice. You can fuck her, maybe she can fuck you. She's a lesbian. Scheiß drauf, irgendwie vertrauen wir ihm doch. Früher als gedacht verlassen wir mit ihm das Schiff. Auf dem Bananendampfer hat's uns sowieso gereicht. Wir haben hier gerade eine Zeitung gekauft und auf dem Titelblatt steht, dass genau so ein Schiff, mit dem wir hier angekommen sind, gestern überfallen wurde von Piraten, bewaffnet, und die ganzen 100 Passagiere einfach ausgeraubt wurden. Also wirklich um einen Tag sind wir dem entgangen, ey, Gott sei Dank, das wäre echt der Horror gewesen. Dass die Gegend hier auch gefährlich sein kann, hat Juan nicht erzählt. Vielleicht weil er als ehemaliger Expeditionsleiter total abgestumpft ist. Juan redet ständig von seinen Connections. Wo die Reise aber hingehen soll, bleibt unklar. Wirkliches Mitspracherecht haben wir ohnehin nicht. Auf gut Glück folgen wir ihm einfach. Dass wir jetzt in einem Büro landen, beruhigt uns erstmal. Wir müssen schon sagen, anfangs haben wir Juan echt misstraut, aber mittlerweile sind wir ihm für seine Hilfe sehr dankbar. Schon morgen früh will man uns mit in den Dschungel nehmen. Wer und wohin genau, haben wir tatsächlich immer noch nicht verstanden. Oh mein Gott, ey. Wenn man mich jetzt rauslässt, dann komme ich nie wieder zurück. Nie wieder. Ich bin tot. Ich bin so tot. Alter. Fernab von jeglicher Zivilisation haben sich Josimar und sein Bruder Isaias bereit erklärt, uns in eine Art Außenposten aufzunehmen. Durch ihre indigene Abstammung haben sie hier Sonderrechte und dürfen hier jagen und fischen. Gleich am ersten Tag erklärt man uns, dass die dichten Wälder auch Rückzugsgebiet für kriminelle Banden und Piraten sind. Como bandidos. Como bandidos, claro. Vienen, pueden matar. Auf die täglichen Erkundungstouren nimmt Josimar deshalb immer seine Waffe mit. Die langen Klamotten bei über 30 Grad sind zwar nervig, aber der einzige Schutz gegen die aggressiven Moskitos.
Este sí no lo vas a tocar. Estos son pirañas agresivas de la selva. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a poner en el agua. Toma. Es gibt Geschichten im Leben, die man so schnell nicht vergisst. Unser Besuch bei Wiwi reiht sich in dieser Kategorie ganz oben ein. Den Namen haben ihm Josimar und seine Leute gegeben. Wie der Mann wirklich heißt, weiß niemand. Er soll aber vor rund 30 Jahren bei Waldarbeiten verloren gegangen sein. Sí. Nosotros le regalamos a él. Sí. Nosotros le regalamos a él. Pero ahorita sí vive, como se puede decir, como un animalito vive. Aguara, ahí está, eso. Había eso acá. Ay, eso acá. Ay, no le matamos. Así, tremendo animal. Ay, eso. ¿Él sobrevive eso todo? Ajá. Sí. Aquí primero era su chocita. Voy a aprenderlo a tocar. Ajá. También tomar fotos acá tu casa. Sí. Ajá. Sí. Te van a mandar regalos, dile. Él te van a regalar algo para que comas. Sí. Te están tomando fotos. Sí. Turistas. Grandes, sí. Sí. Tu chocita va a parecer bien hermoso. Tu choza vaya. Aus Respekt gegenüber Wiwi wollen wir nicht lange bleiben. Er hat sich diesen einsamen Ort sicher bewusst herausgesucht. Wie er ohne Gehör und Stimme, auf sich allein gestellt im tiefsten Dschungel überleben kann, bleibt uns ein Rätsel. Zurück im Camp genießen wir noch ein paar entspannte Tage mit den Jungs. Bald geht es für uns nämlich weiter. ¿Qué? Tienes una machete también. ¿Sí? Ajá. En mi casa acá. Ponen así en la sombra. Mi mochila. Mono. Oskar macht seinen Brüdern vor, bei der Jagd ging ein Affe in die Falle, was eigentlich eher selten passiert. Ein gegrillter Affe haben wir auch noch nie gesehen. Ausprobieren verzichten wir. Nie hätten wir gedacht, dass unsere Reise mal hierher führen würde. Spontane Ideen sind tatsächlich die besten Abenteuer. In unserer kleinen, abgeschiedenen Welt hier im Amazonas beschränkt sich das Leben aufs Wesentliche. Strom, Internet, Nachrichten, all das haben wir hier nicht vermisst.
Unsere Zeit im Dschungel neigt sich dem Ende zu. Auch wenn wir gern länger geblieben wären, sollten wir wieder zurück zu unserem Auto. Schweren Herzens treten wir die Rückreise an. Als wir zurück in der Zivilisation ankommen, scheint etwas nicht zu stimmen. Viele Menschen haben Angst und sprechen nur noch über ein Thema: Corona. Die Pandemie ist da und wir haben nichts davon mitbekommen. Während die Banken leergeräumt werden, riegelt das Militär innerhalb der nächsten 24 Stunden das komplette Land ab. Für uns kommt das komplett aus dem Nichts. Und noch viel schwieriger, unser Auto liegt 5 Flusstage entfernt und es gibt keine Chance mehr, dorthin zu kommen. Mitten im Ausnahmezustand bleibt uns deshalb nur die Flucht zum Flughafen in Iquitos. Mit dem letzten Flugzeug vor der Ausgangssperre fliegen wir nach Lima, in die Hauptstadt Perus. Es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt. Der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, Großeltern und Enkel sollten nicht zusammenkommen. Die Reise, die hätte nicht sein müssen. Das klingt schon beinahe ironisch. In Deutschland hat man uns vor Autounfällen, Raub und Erpressung gewarnt. Kein Mensch auf Erden kam auf die Idee, dass am Ende eine Pandemie uns einen Strich durch die Rechnung machen wird. Nach unserer 2-wöchigen Quarantäne geht es ohne einen Plan B zurück nach Hause. Unsere Rucksäcke haben wir damals für den Dschungel gepackt. Alles andere liegt nach wie vor in unserem Auto, 1000 Kilometer weit entfernt. Wir haben es leider nie zurückgeschafft und sind an einem Punkt, an dem uns komplett die Hände gebunden sind. Schon hart, das ist irgendwie echt vorbei.
Alaska haben wir nie erreicht. Unser Traum ist vor unseren Augen geplatzt. Aber würde es jetzt helfen, in Selbstmitleid zu versinken? Im Grunde fehlt es uns an nichts, denn wir haben uns, sind gesund und können jetzt zurück zu unseren Familien. Also meine Eltern ahnen gar nichts. Die denken, wir kommen in 1-2 Wochen zurück. Ich sneak mich an und wir klettern beide über den Zaun leise. Okay. Weil ich habe keinen Hausschlüssel, gar nichts. Und dann klingelt an der Tür. Ich hab's gewusst. Ich hab's heute Bruno gesagt. Frag Bruno. Ich hab's ihm gesagt. Das ist ja... Willkommen daheim. Ich hab gerade WhatsApp geschrieben, so ernste Nachfrage. Komm rein. Kommt rein. Okay. Jetzt bin ich aber da. Jetzt bin ich ja. Da lasse ich schon zu Hause wahrscheinlich. Servus. Mister! Ma armas Mister! Ich hab das geahnt! Ich hab das geahnt! Hi, hi. Hallo! Bitte nehmen Sie auf. Ich wusste es. Ich war irgendwie sicher, dass der Lars auf einmal kommt. Thank you.